So, Freunde, da sind wir wieder in der zweiten Halbzeit. Diesmal wieder mit Anstoß, leider in Unterzahl. Weswegen ich hier mal sehen muss, wie ich das am besten hinbekomme. Er scheint diesmal so sich aufgestellt zu haben. Deswegen rücke ich mal möglichst weit nach vorne. Und wen hat er mir meinen zweiten Fänger? Und er hat mir meinen zweiten Blitzer ausgeschaltet. Deswegen fehlt ein Fänger auf einer Seite. Denn der Blitzer durch den Fänger ersetzt, dann haben wir ihn dort und kann er mit dem Blocken den Blitzer ersetzen, auch wenn er nicht so viel Bewegung hat. Dann hoffe ich mal, dass ich mit einem schnellen Vorstoß es schaffe, meinen Spieler da weit reinzubringen und irgendwie zu punkten. Er hier hinten, ja, darf noch einen Tacken nach vorne. Kreischende Fench. Er kriegt einen extra Würfel, das war klar. Und ich darf dem Ball einen Spieler geben. Ich glaube, ich mache es so, dass ich direkt meinem Fänger, der dort... Warum habe ich jetzt auf einmal beide Fänger auf einer Seite stehen? Was soll das denn? Was habe ich mit da denn schon wieder gemacht? Ups. Und warum habe ich jetzt den Ball... Oh. Okay, ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Das war vielleicht ein bisschen doof. Da habe ich den Ball automatisch dem Oger gegeben. Dann muss ich mich halt auf einmal durch die Mitte durchprügeln. Und versuchen gleich den Ball dort irgendwie wieder rüberzukommen, weil der mit Geschicklichkeit 2 nicht unbedingt gut dafür ist. Damit haben wir schon einen Ausfall hinbekommen. Nicht das direkt riskieren, aber ich möchte das eigentlich riskieren. Ich möchte das gerne wiederholen. Ja, das ist schon besser. Lasse ich meinen Fänger mal noch weiter hinten stehen. Und der hat Stärke 4. Kommen wir hier mal auf einen Würfel hoch. Wo wir zwar nicht viel erreichen können, weil er standfest ist, aber er geht zumindest zu Boden. Und dann müssen wir hier hinten mal unseren Oger ein bisschen verteidigen. Wenn ich Glück habe, schafft er es so, dass er den Oger umhaut, sich dabei am besten selber hinlegt und der Ball zu einem meiner anderen Spieler weiterfliegt. Das wäre optimal. Und nächstes Mal sollte ich mir nicht so viel Zeit lassen dabei, wem ich den Ball gebe. Naja. Das Problem ist vor allem, glaube ich, dass so normalerweise würde ich jetzt einfach darauf schalten, mit dem Oger da durchzuprügeln und das versuchen. Aber das Problem ist, dass unser Oger die Fleischklöpse da einfach mal nicht tot bekommt. Oder nicht wegbekommt, weil die standfest haben, alle beide. Und daher sich nicht wegbewegen. Das heißt, ich muss sie schon beide in einer Runde irgendwie mit anderen Leuten K.O. hauen, um dann was daraus zu erreichen. Deswegen versuchen wir einfach mal den Pass. Ja, ich möchte das wiederholen. Das hat geklappt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und auf unser Fänger... Nein, nicht du darfst mir, glaube ich, hier hinten helfen. Ja. Das reicht schon. Damit wir den wegschieben. Unser Läufer hier gute Möglichkeiten hat. Und der Rest unserer Leute dann dort helfen werden, denke ich mal. Nein, ich möchte nicht durch feindliche Integrationen durch. So. Dann müssen wir jetzt ein bisschen Weg freiräumen. Dort mit hin. Der sollte das mit seinem Ausweichen eigentlich schaffen. Und dann
müssen hier mal ein paar Leute ausweichen. Ich glaube, ich mache erst einmal hier den Block. Sicher ist sicher. Ich möchte da nicht nachgehen. Das ist schon okay. Das durch 2 durch. Nein. Schade. Aber wir haben immerhin 2 Spieler noch mit hinbekommen. Das könnte vielleicht reichen, um den Ball ansatzweise ein bisschen zu halten. Oder in eine Position zu bringen, in der ich mit dem Ball weiterarbeiten kann. Und unser Ziel muss ja leider noch ein Touchdown sein, damit wir noch nicht genug davon haben. Er blockt mich da jetzt ziemlich sicher weg. Und der Ball liegt in der Nähe eines meines Spielers. Er kann ihn aber selber nicht mehr blitzen. Blocken, das heißt, er kriegt ihn da auch nicht weg. Und da ist ein Spieler im Krankenbereich, den möchte ich gerne wieder holen. Na super. Ja, der Mann verliert einen Punkt Bewegungsreichweite. Zum Glück ist das nur unser Söldner, der mit dem Blocken und dem Einzelgänger. Das ist immerhin für mich kein so großer Verlust. Hätte ich vielleicht was Schönes würfeln können als Tod. So, er haut sich den um. Nicht gut. Hier mal ein bisschen hingestellt, aber der kann gar nicht aufstehen, die Sekunde. Also, was soll denn das? Ja, ich hoffe einfach mal, dass es mit einem reicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein, haben wir nicht. Vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Nein, haben wir nicht. Okay, das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht, weil den einen Spieler, den wir am Ball haben, kann er uns jetzt direkt umhauen, außer er macht vorher irgendwas, was ihn zu Boden gehen lässt. Bei Nekromanten machen die das teilweise. Das könnte also noch klappen. Er blockt mich gleich mit dem Fleischklops da weg und stellt ihn neben den Ball. Das ist natürlich nicht gut für mich. Und man sieht auch, sein zweiter Werwolf ist wieder da. Der hat sich nach der Halbzeit leider wieder erholt. Und hat sich einer der beiden den Ball geholt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das ist nicht gut. Man könnte es schwer werden, jetzt noch einen Sieg rauszuholen. Vielleicht schaffe ich es noch, einen Unentschieden zu retten. Je nachdem, wie er meinen Spielern wohl wie viel wehtut. Wir sind auch leider erst im 11., jetzt 12. Zug von mir. Was zur Folge hat, dass er noch sehr viel Zeit hat. Sehr, sehr viel Zeit hat, um daraus was zu machen. Und ich wenig Möglichkeiten habe, dagegen etwas zu machen. Außer da jemanden hinzustellen. Habe ich eine Wiederholungswürfel? Ja, dann könnte man das zumindest versuchen. Na, da muss ich aber erst hinten jemanden aufstehen lassen, denke ich. Dann dürfte das mit der Unterstützung klappen. Wieso komme ich nicht auf einen Punkt mehr? Ah, ich stehe da doof. Scheiße, da habe ich gepennt. Ich habe den hier falsch hingestellt, der wird von dem Fleischklops mit blockiert. Aber diesmal schaffen wir es immerhin, ihm den Ball wegzunehmen. Und einer meiner Spieler, nämlich mein Fänger, kriegt den Ball. Ist natürlich jetzt auch nicht optimal, denn mein Fänger wird den Ball dort wahrscheinlich nicht halten können. Aber vielleicht kriege ich ja irgendwo ansatzweise hin, da noch was draus zu machen. Zumindest könnte das mit Glück ihm eine Runde klauen. Ja, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte. Dann darf er hier aufstehen. Na komm, steh auf. Könntest du auch irgendwie da hinkommen? Das ist alles nicht schön. Er müsste zweimal ausweichen und dann sprinten. Dabei wäre das eigentlich eine sehr, sehr wichtige Position. Nein, wir lassen ihn da stehen. Zweimal ausweichen und sprinten oder dreimal ausweichen klappt nicht. Das hier hat immerhin geklappt.
zumindest mithelfen. Und er hier hinten kann dann noch einen Block versuchen. Ja, sehr schön. Möchte aber nicht hinterhergehen, sondern weiter Deckung geben. Aber das tut zumindest dem Werwolf noch ein bisschen weh. Jetzt hoffen wir einfach mal auf ganz viel Glück. Vielleicht überlebt das ja irgendjemand in der Nähe, der aus dem Ball nichts runter war. Kanon, wir haben... Oh, das ist gut. Er hat mich weggehauen, ist nicht nachgewichen und hat nur ein Zurückschieben erreicht, weswegen mein Spieler momentan mit niemandem in Kontakt steht und er schon einen Blitz einsetzen muss, wenn er mich nochmal angreifen will, diese Runde. Ja, schafft er das Ausweichen, aber überblitzt er noch nicht. Da haut er überall noch ein bisschen hin und her. Oh, er hat mich nicht rausgeblitzt. Das ist natürlich super, deswegen werde ich gleich mal versuchen, meinen Spieler möglichst weit nach vorne sprinten zu lassen. Das funktioniert auch sehr schön. Und werde dann versuchen, möglichst viele Spieler irgendwie hinterher zu bekommen. Und dabei möglichst wenig Ausweichaktionen zu verbrauchen, weil genau so etwas, da ist schon der erste Würfel für Ausweichaktionen weg. Dann machen wir erst die wichtigen Sachen wie Leute aufstehen lassen. Weil das kann ich sonst immer sehr gerne vergessen und mich hinterher darüber ärgern. Er kann mal, nein, kann er nicht. Dann kann er dahin, mehr geht nicht. Dann muss er hier nochmal ein bisschen Risiko gehen, aber das funktioniert. Und unser Bruder kann da sogar jemanden hauen. Ja, er kriegt ihn nicht zu Boden, aber er schiebt ihn weg. Das ist gut, weil dann kann mich hier nochmal jemand ihn hauen. Und der kriegt ihn zu Boden. Und darf auch nachrücken, damit wir uns dann möglichst weit von den Feinden lösen. Und dann wollen wir mal sehen, wie er sich da jetzt verhält. Wenn ich Glück habe, kommt mein Spieler da hinten heile durch. Das wäre dann wirklich, wirklich gut. Aber er blitzt zumindest. Aber er blitzt nicht meinen Spieler mit dem Ball. Und wir haben beide Blocken. Es passiert also nichts. Mein Ballspieler kann jetzt also diese Runde zumindest nicht mehr zu Boden gehen. Muss sich zwar nächste Runde aus dieser Klammerung lösen. Aber das ist hier durchaus machbar. Das läuft bisher doch erschreckend gut für die zweite Halbzeit. Das könnte schlimmer sein, nachdem wie das losging. Und jetzt fliegt er noch er selbst zu Boden. Damit sind wir wieder dran, ja. Matchende steht bevor. 3 Züge gibt es noch, wenn ich es richtig sehe. Und wir machen unseren Zug ganz kurz. Ich möchte hier versuchen auszuweichen. Und ich fliege dabei natürlich auf die Fresse. Das ist schlecht. Aber war das die einzig wichtige Aktion dieser Runde. Und damit dürfte unser erhoffter Sieg doch noch wieder zu einem Unentschieden schwinden. Dabei hat der Mann schon Ausweichen gehabt und hat es trotzdem nicht geschafft. Er schafft es selber gerade aber auch nicht. Das ist nochmal... Okay. Bevor ich jetzt etwas mache, gucke ich nach Spielern, die ich aufrichten muss. Da gibt es keine. Ich gucke nach wichtigen Blocks wie diesen hier. Wenn ich auch so hinterher will. Dann dürfen unsere Spieler hier versuchen, sich potenzielle Ballannehmer zu blockieren. Und dann gucken wir mal, wer da hinkommt. Du müsstest sprinten und hättest dann eine 5 zum Aufheben. Du müsstest ausweichen und hättest dann eine 5 zum Aufheben. Du kannst hier... Das war nicht, der muss aufstehen. Dann versuchen wir hier mal möglichst viel zu blockieren. Nein, das gefällt mir nicht. Dann lassen wir den hier stehen, dann kann ich hier zumindest noch einmal blocken. Aber nicht nachrücken. Das ist noch ein Feldspieler. Hat der sich schon bewegt? Nein, hat er nicht. Gut. Nein, das gefällt mir nicht. Aber das gefällt mir wohl. Und dann versuchen wir jetzt einfach nochmal unser Glück. Vielleicht klappt es ja.
nicht. Ist auch nicht so wild. Wir schieben immerhin den Ball noch ein bisschen zur Seite. Das ist schön wäre gewesen, wenn wir da drin gelandet wären und ihn aufgehoben hätten. Hätten wir halt automatisch den Touchdown gehabt. Oh, und er hat direkt wieder einen Turnover verursacht. Sehe ich das richtig? Oha. Da haben wir noch Leute, die Bälle aufheben können. Nicht wirklich. Aber wir haben dafür hier... doch, er kann gleich Bälle aufheben und wir haben hier die Überzahl. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal diese beiden Werwölfe da irgendwie vom Ball wegzubekommen. Zum Beispiel so. Wo ich auch hinterher möchte. Und dann so. Nein, nicht darum, sondern darum. Das reicht schon vollkommen. Ich möchte auch nachrücken, denn der Werwolf geht nach draußen. Und wir alle wissen, was mit Spielern passiert, die nach draußen landen. Sie kriegen voll einen auf die Fresse. Ja! Tiermensch, ein Ork, und ich glaube, ich habe vorhin auch noch einen Goblin gesehen, oder einen Mensch sogar, prügeln da auf ihm rum, und dann versuchen wir wieder den Touchdown. Das klappt! Uah. Hui. Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist doch hat erstaunlich gut geklappt. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass das klappt. Erst ging die Halbzeit so schlecht für uns los, dann haben wir gerade die sichere Chance zu punkten verworfen, und jetzt habe ich es im zweiten Versuch verwerfen, im dritten Versuch dann doch noch geschafft, einen Touchdown zu machen, nachdem er sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, das kann man schon so sagen. Er hat es auch ziemlich verbockt. Ui. Was ist das anstrengend. Und jetzt haben wir meinen 16. Spielzug vom Anstoß. Ich stelle mal meine Spieler eigentlich möglichst weit nach vorne und baue hier mir meine Kette auf. Irgendwo habe ich noch einen Spieler mit Einzelgänger da drin. Wo habe ich auch Leute mit Blocken? Ja, du bist ein Fänger. Du solltest auch irgendwo außen stehen. Du bist auch ein Fänger. Du solltest auch irgendwo außen stehen. Und wir haben scheinbar doch niemanden mehr mit Blocken über, außer meinen Feldspielern. Da möchte ich den mit Blocken und ich glaube auch meinen Blitzer sicherheitshalber mal in die Mitte packen. Das nehmen wir jetzt einfach mal an. Hauen den Ball irgendwo dahin und hoffen, dass er in seinen letzten 1 bis 2 Zügen, die er noch hat, nicht mehr schafft zu punkten. Auch wenn er noch einen Wiederholungswürfel mehr bekommt. Aber ja, es ist sein letzter Zug. Ich habe danach noch nicht mal mehr einen, das kann mir also ziemlich egal sein. Ich kann jetzt auch nicht mehr viel machen, aber er kann auf jeden Fall den Punkt, den er bräuchte zum Gewinnen, nicht mehr machen. Das ist wirklich, wirklich gut für mich. Ja, er macht das, was die KI immer macht. Er baut seine Sachen zu und jetzt schlägt er seinen Fleischklops auf die Nase. Dafür habe ich da die Leute mit Blocken hingestellt. Ja, und das ist das Matchende. Wir haben gegen die Wolfenburg Diggers doch noch gewonnen. Nachdem es am Anfang nicht so wirklich gut losging, haben wir uns erst unseren Rückstand wieder zurückerkämpft und dann am Ende noch punkten können zum Führungstreffer in meiner letzten Runde. Das ist gut. Ich möchte den Wurf wiederholen, damit ich mehr Geld bekomme. Er hat 70.000 bekommen. Man würfelt, kriegt dann Geld und wenn einem das nicht reicht, kann man es wiederholen. Und hat vielleicht Glück, mehr zu bekommen. Das hat gut geklappt. Wer ist denn bei uns der wertvollste Spieler gewesen? Er hier, unser Blitzer. Hatte schon 2 Starspielerpunkte, sieht man hier. Das heißt, er kriegt durch den MVP 5 dazu. Reicht also auf jeden Fall fürs Level Up. Und wir können mal beim Rest unserer Spieler gucken. Ja, wir haben 2 Leute mit Touchdown. Wobei ich gerade nicht sagen kann, welche. Das waren, ich glaube, es sind unsere beiden Fänger jeweils gewesen. Können wir mal eben reingucken. Ja, das ist der eine Fänger, der ohne Punkte bisher, und der zweite Mann hier ist wahrscheinlich unser anderer Fänger. Ja, das heißt, da verteilen wir die Punkte über den, sonst wir haben keinerlei Punkte für Ausfälle bekommen, was ein bisschen schade ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Möchte ich den ins Team aufnehmen? Nein, da ich momentan nicht das genügend Geld dafür habe. Ich kriege mein Geld nämlich erst nach dem Match, das heißt, da bringt sich, das war wahrscheinlich der eine, der für mich gekämpft hat. Und hier können wir ja, unser Blitzer kann aufsteigen, unsere beiden Fänger reicht es leider noch nicht. Einer hat erst 3, der andere jetzt 11, aber unser Blitzer steigt auf. Das ist sehr schön. Und ich könnte ihm eine Geschicklichkeit geben oder Fähigkeiten. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, ich gebe ihm eine Geschicklichkeit. Es ist zwar bei einem Blitzer nicht so wichtig, könnte uns aber bei unserem Menschen durchaus noch zugutekommen.
Weil sonst hätten wir nur unsere normalen Fähigkeiten zur Auswahl gehabt. Da sind zwar ein paar nette dabei, aber nichts, was er zwingend haben muss. Also hat er jetzt einen Blitzer mit einer Geschicklichkeit mehr. Was vor allen Dingen, wenn wir ihn durch die feindlichen Mengen mal durchlotsen wollen, durchaus gut sein kann. Und wir haben 110.000. Also genau 2 Möglichkeiten. Also ich könnte mir jetzt einen Wiederholungswürfel holen für 100.000. Ich bin mit 4 aber eigentlich bisher doch ganz... Doch in den ersten Punkt packe ich in einen Wiederholungswürfel. Mit 5 bin ich nämlich auf jeden Fall endgültig zufrieden. Mehr brauche ich wohl nicht. Und die 10 wir noch haben, packen wir einen Cheerleader. Jetzt können wir mal die Matches gucken. Als nächstes, ja, ich hatte so etwas befürchtet. Wir sind in der Gruppe 1 am Ende leider nicht mehr nach oben gekommen. Wir sind also nur auf dem 3. Platz. Und in den Playoffs müssen wir wahrscheinlich sogar direkt gegen die Nekromanten nochmal ran. Aber müssen wir nochmal dran? Oder müssen wir nicht? Müssen wir nicht. Falsch geguckt. Wir müssen gegen die Amazonen wieder ran. Wir müssen gegen die Amazonen wieder ran. Und die anderen Menschen gegen die Nekromanten, ja. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Docks-Zerschmetterer schon wieder ein Match gegen die Amazonen haben. Ich hoffe, das heute hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!